what up? Hey, what's going on, man? Nice to meet you. No doubt, no doubt. Did you arrive here safe? My name is Noah Elliott. I'm a Paralympic snowboarder and I'm from the United States. I'm here in Barcelona. I'm extremely excited to be here because I got to meet Marion and work with Autobag to help get Marion back into skateboarding with the proper prosthesis. Oh, good. Yeah, he's gonna be crushing it, man. Can you drop in? Yeah, dropping in for me is different than it's gonna be for you too, just with my leg setup. Yeah. Being in the front, that's okay. Yeah, nice. That was a really good first session. Absolutely, that's what it's about. I'm super stoked. Yeah. And like another castle, you know, it's crazy. They only open after 9 o'clock. Yeah, probably. right. My story actually starts out in Midwest of the USA. So I fell in love with skateboarding by the age of 10. I knew that I wanted to do it for the rest of my life. You know, I loved it so much. I wanted to become a professional skateboarder, and I was on my way to doing that when I had two big things happen in my life that changed my story. Number one was my daughter was born. I became a teen father at the age of 15. And then 5 months later, I got a cancer diagnosis, which ultimately took me down a career path that I never saw coming. At that time, I had to figure out if I was going to survive and I had a second chance at life, who I wanted to be and what I wanted that to look like. And so I was inspired in 2014. I saw the Sochi Paralympics on TV during my stay in the hospital, and then that inspired me to pursue Paralympic snowboarding after I received an elective amputation. I chose to amputate my leg above the knee when I was 17 so I could pursue sports again, and ultimately so that I could become a Paralympic snowboarder. Beautifully done, Noah Elliott. He's an overall athlete, which aids him in being so good at being an amputee already in his early stages of becoming an amputee. And so, yeah, he could absolutely become a Paralympic snowboarder, skier, runner, whichever avenue he decided to pursue, he could definitely do it. Hi Marian. Hi, Freut mich. Julian. Also ich bin ein neugieriger Mensch auch und ich bin immer aufgeschlossen gegenüber neuen Dingen und ich will schon einfach wissen, was möglich ist mit diesen ganzen Hilfsmitteln und ich möchte am liebsten alles auf einmal probieren. Ja. Ich glaube, ohne diese Blades werde ich nie mehr in der Lage sein zu rennen und sicherlich was ich auf jeden Fall machen möchte, was sicherlich auch eine Herausforderung wird, aber da habe ich mega Bock drauf. Servus. Ja, freut mich, gut. Und selbst? Ja. Ich freue mich hier mal endlich mal hier zu sein, dich persönlich kennenzulernen. Und, Sieht so. Ja, machst aber geile Fortschritte schon. Ja, was du auf dem Skateboard machst, kann ich ja noch nicht. Ja. In Paris hatte ich den Genuss, dass ich mal so ein Blade von Autobag testen konnte und hatte dann glücklicherweise auch noch direkt den besten Coach, den man sich vorstellen kann dabei, der Heinrich Popov. Nach so einer langen Zeit sich einfach wieder schnell zu bewegen aus eigener Kraft, es war einfach so ein Milestone, den ich erreicht habe in dem Moment. Habe ich mich gefühlt wie Sonic und wollte gar nicht mehr aufhören zu rennen. Ja, ist geil, ja. Das macht mega Bock. Ich brauche auch so eine Prothese. Bumm. Jetzt nicht aufmachen, sondern festhalten auch. Zack. Jetzt probieren wir einfach mal. Also, genau, ja, das ist zu viel Palaver jetzt schon. Okay. Das ist zu spezifisch. Jogg mal einfach für dich. Arme, nur an die Arme denken, genau. Ja, top. Super. Das ist schon viel zu schnell.
macht mega Bock, ja? Ja, es ist easy. Leck mich am Arsch, was für ein gutes Körpergefühl du hast. Ja, zum Glück habe ich es noch nicht verloren. Ja? Nee, das ist das Gute. Je früher, desto besser. Ja. Das finde ich auch der Und Fehler. ich merke es auch so mental, so, mir geht es viel besser, wenn ich irgendwie rausgehe und neue Sachen mache und so. Ja. Nee, wie geil. Sehr Ja, schön. mega, danke. Schönes Körpergefühl. Also ich war dem Wettkampf noch nie abgeneigt, alles zu seiner Zeit, aber ich denke schon, dass ich in irgendeiner Form wettkampfmäßig Sport mache. Ja. Also es gibt kein Freestyle-Snowboarding oder Skifahren, das ist nicht paralympisch, es gibt auch kein Skateboarden. Ich hoffe, dass sich da in Zukunft noch was ändern wird und ja, vielleicht kann ich ja auch einen kleinen Teil dazu beitragen, dass das dann irgendwann mal paralympisch wird auch. Wir gehen da lang, oder? Ja. Dann da links hoch. Ja. Wo ist dann unser Endziel? Achso, da hinten im Wald. Und dann kommen noch so 2 große Bäume. Aha. Da warst du. Ach echt? Ah, okay. Boah, krass, das ist ein gutes Training auf jeden Fall. Ja, es kommt mir langsam auch wieder bekannt vor. Aus meiner Erinnerung würde ich sagen, ich lag in dem Waldstück da. Da Und vor dann uns. wurde ich nach da rausgetragen auf die Liege und hier irgendwo vom Heli hochgezogen dann. Ja. Da lag er. Hier lag ich. Ja. Ja, okay. Kein Wunder, dass der Heli hier nicht landen konnte. Einfach so für meinen eigenen Seelenfrieden wollte ich auf jeden Fall hierher zurückkommen und das einfach noch mal mit meinen eigenen Augen sehen. Ja, und jetzt muss ich das einfach erstmal kurz ein bisschen sacken lassen. So ein Abschluss, würde ich sagen, ja, so ein bisschen. So ein bisschen ein Abschluss ist es schon, ja, weil hier wieder zu sein, ja, da kommen natürlich dann schon noch die Erinnerungen wieder hoch und auch ein paar vielleicht nicht so gute Gefühle, ja, oder so ein paar nicht so schöne Erinnerungen. Ich finde es bewegend. Irgendwie bewegend. Ja, schon, ist ja, es schon auf jeden Fall bewegend. ja. Aber ich kann es jetzt auch gar nicht so in Worte fassen, wenn ich ehrlich bin. Es ist einfach schön, jetzt hier zu sein, mit Marian das zu genießen. Pass mal auf, ich glaube, das ist das letzte Video von dem Tag. Ach, Von du dir. Scheiße, ja. 4. Februar, ja. Last run ever? Ja gut, aber vielleicht schaffen wir die Schneise noch mal. Ja, okay, krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ey. Aber es ist trotzdem eine schöne Überraschung, ja. Bittersweet. Ja, vor allen Dingen ist es auch gut, dass du mir erst jetzt gezeigt hast, weil jetzt ist es dann nicht mehr so weit Genau. hin bis zu einer möglicherweise nächsten Fahrt. Deswegen freut mich das schon, ja. Du wolltest ein nächstes Ziel haben. Ja, genau, ja. So ist es. Das wäre natürlich so die ultimative Revenge. Ja? Also wenn ich mit dem Snowboard einfach runterfahren könnte und mir selbst beweisen könnte, ja, okay, so, du kannst es immer noch. Nach langer Zeit, nach 4 Monaten, habe ich meine Prothese zurückbekommen, nach der letzten OP, die ich im Oktober hatte. Also es war eine entbehrungsreiche und manchmal auch trostlose Zeit. Ja, das zehrt auch einfach an der Substanz. Das ist einfach anstrengend, es schlägt auf die Laune. Ja, es nimmt einem einfach so die Lebensqualität und die Lebensfreude. Wenn man eben mal wieder so die Freiheit geschmeckt hat, dann ist es einfach eine Belastung, also auch ein Stück weit. Also für mich geht jetzt halt einfach auch so eine Übergangsphase zu Ende, würde ich sagen. Ja, es hat mit dem Unfall angefangen, danach hat sich erstmal alles verändert und jetzt bin ich durch mit allen OPs und ich kann mich jetzt quasi wieder voll aufs Leben konzentrieren. Ich bin jetzt einfach heiß drauf, mich wieder einfach mit voller Begeisterung in alle Abenteuer zu stürzen, die sich mir bieten.
jetzt habe ich die Prothese wieder und heute war ich zum ersten Mal seit dem Unfall wieder im Schnee zurück und habe heute zum ersten Mal in meinem Leben so richtig gesnowboardet. Ich bin echt gespannt, ey. Erster Okay, Run let's go, Snowboard, ja, ist let's gut, go. Ja, den hinteren Fuß muss ich gleich noch anders einstellen. Der macht noch ein bisschen, was er will, aber Gut, hier ist es auch das schwierig. Blöde ist halt, dass aus den Beinen es immer in genau die andere Richtung geht. So, ja. Geht mal bitte alle ein bisschen weg. Yes! Yay! Boah, ich bin jetzt schon übel am Arsch, ey. Ja, der erste Run war natürlich so ein bisschen hölzern am Anfang, als er draufgestiegen ist. Das war halt natürlich, die Kanten haben irgendwie gemacht, was sie wollten. Und ja, ist ihm schon schwer gefallen. Mega cool. Also ja, hatte bei der ersten Abfahrt auch ein bisschen Pipi in den Augen, weil ich mich so gefreut habe, dass er auf dem Brett wieder steht und dass wir auch dabei sein konnten. Die zweite Fahrt, das war halt echt ein krasser Unterschied schon zur ersten Fahrt und dann ging es steil bergauf und es war eigentlich so, wie ich es erwartet habe. Und ja, war mega schön zu sehen, dass es so schnell so gut klappt. Ja, dreh's rum! Yay! Alter, Alter, wie geil, mega Mann, ey. Marian! Überragend! Langsam, aber stetige Verbesserung. Ja. Es ist einfach mega schön, wieder hier in den Bergen zu sein. Es war eine lange Zeit, die letzten 2 Jahre. Und ich hoffe, dass die Pause bis zum nächsten Mal Snowboarden nicht so lange dauert. Es ist so ein Glücksgefühl, ja, ein absolutes Glücksgefühl. Die Endorphine werden ausgeschüttet. Es ist wie so ein kleiner Rausch, würde ich sagen. Alles, was ich mir irgendwie erträumt habe, alles, was ich schon immer machen wollte, aber nie gemacht habe, jetzt, wo ich weiß, wie schnell es vorbei sein könnte, weiß ich, dass das Leben zu kurz ist, um irgendwie Excuses zu machen. Ich würde so rückblickend auf auf den Weg, den ich gegangen bin, schon sagen, der unmittelbare Kampf findet zwar irgendwo am Körper statt, aber der eigentliche Kampf, der findet im Kopf statt. Und haltet den Kopf oben und nehmt den Kampf an. Und dann findet man für fast alles eine Lösung eigentlich. Das wäre meine Message.